Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video zur Klemmt Echolette NG51S. Heute wollen wir mal über die Spannungsversorgung des Gerätes sprechen. Was meine ich konkret damit? Im Prinzip alles, was man hier auf diesem Bild sieht, das ist ein Ausschnitt aus einem ganz alten Schaltplan. Und ich habe den mal ausgewählt, weil hier alle Komponenten oder Baugruppen, über die ich sprechen möchte, ganz nah beieinander gezeichnet sind, sodass wir die immer im Bild haben. Ja, ich werde im Verlauf dieses Videos auch immer wieder auf dieses Schaltbild zurückkommen, um darzustellen, über welche Teile wir jetzt konkret genau sprechen im Verlauf. Ja, um was geht es konkret? Es geht um den Netzanschluss, denn beim Netzkabel fängt es meistens an. Dann um den Trafo, den sogenannten Spannungswahlschalter, um die Beleuchtung, um Röhrenheizung und Entbrummer. Diese beiden Themen gehören thematisch ganz nah beieinander, aber ich habe sie mal in zwei Abschnitte aufgetrennt. Und zum Schluss geht es auch um die Gleichrichtung. Ja, und legen wir mal beim Netzanschluss los. Um was geht es da? Um diese gelb markierten Teile. Und um dieses seltsam aussehende Kabel, das kennt man heute nicht mehr so gut, aber das war tatsächlich der Vorgänger des heutigen Kaltgerätesteckers. Das heißt, so etwas befand sich an vielen Geräten vom Staubsauger bis eben zum Echogerät. Und dieses seltsam anmutende Kabel gab es als fertig konfektioniertes Kabel, aber man konnte das auch als Bausatz bekommen, um ein Ersatzkabel oder sein eigenes Kabel mit der richtigen Länge dran anzubringen. Vorgänger des heutigen Kaltgerätesteckers sagt ja eigentlich schon aus, dass es dieses Kabel heute so nicht mehr gibt. Zumindest nicht komplett neu oder als Serienkabel. Und deswegen ist es natürlich etwas selten geworden. Also wenn man in den 70er und vielleicht frühen 80er Jahren Wohnungsentrümpelungen gemacht hat oder den Dachboden des Großvaters ausgeräumt hat, dann war die Chance sehr groß, dass man da noch eine ganze Kiste von irgendwo hat rumliegen sehen. So wie wir heute unsere Kaltgerätekabel auch sammeln irgendwo. Aber heute ist es selten geworden und deswegen, wie das so oft am Markt ist, große Nachfrage, große Preise. Schauen wir uns da mal ein paar Beispiele an. Hier haben wir ein Beispiel von eBay. Für 39 Euro, das ist jetzt als brandneu ausgezeichnet und es sieht auch sehr neu aus. Also hier ein ganz schöner neuer Stecker und auch ein sauberes Kabel. Das ist so eins mit einer Stoffummantelung, das hat so ein bisschen Retro-Look. Und unser eben schon gesehener Stecker. Und 39 Euro plus 5 Euro Versandkosten. Ja, und man erkennt schon daran, dass der Verkäufer ganz genau weiß, wer sein Zielpublikum ist, weil hier ein gewisses Name-Dropping stattfindet. Neumann, Dynacord, Klemmt, Echolette. Also Namen wie Donnerhall, die muss man schon bei dem Preis in die Angebotsbeschreibung mit aufnehmen, weil sonst fragt sich jeder, ist denn schon 1. April? Ja, es geht auch ein kleines bisschen günstiger. Wir haben hier eine gebrauchte Variante für 29 Euro, dafür sind die Versandkosten aber auch ein bisschen höher. Aber auch hier, das Name-Dropping ist vorhanden, auch wenn es hier mit dem richtigen Namen ein bisschen klemmt. Aber Neumann, Echolette, Echocord, Dynacord und hier die verschiedenen Geräte von Klemmt ist im Namen auch drin. Ja, und dann gibt es immer wieder Glücksritter, die auch Probleme mit der richtigen Schreibweise des Namens haben, dafür aber keine Probleme haben, fast 80 Euro für so ein olles Kabel zu nehmen und dann auch noch die Frechheit besitzen, 5 Euro Versandkosten zu verlangen. Da sind wir im Bereich von Paketen bei DHL, die bis zu 2 Kilo wiegen können. Also alles sehr fragwürdig, finde ich. Aber es gibt natürlich immer noch den einen oder anderen, der das noch toppen muss. Und da möchte ich euch mal dieses schöne Angebot zeigen. Für sage und schreibe 299 Euro und damit die Kosten des Verkäufers gedeckt werden, natürlich auch noch fast 5 Euro Versandkosten. Und für was zahlen wir diesen Preis? Also, wir haben hier dieses besagte Anschlusskabel. Dann haben wir hier eine kurze
ein kurzes Mono-Klinkenkabel, ein Patchkabel. Hier, das sieht aus wie so ein XLR-Kabel, könnte vielleicht 3 oder 5 Meter sein. Und hier auch nochmal ein Stereo-Klinkenkabel mit einer Buchse auf der anderen Seite und hier ein altes Mono-Klinkenkabel. Ja, und was das ist, weiß man nicht so genau. Aber für diese 5 popeligen alten Kabel 300 € zu verlangen, das spricht schon dafür, dass der ein oder andere die Erwartung hat, dass irgendjemand auch so dumm ist, diese Preise zu bezahlen. Tja. Ich möchte nicht verschweigen, dass es natürlich auch noch einigermaßen tragbare Lösungen gibt im Internet. Hier zum Beispiel, das ist so mit der günstigste Preis, den ich gefunden habe, 22 €. Das sind allerdings auch alte Kabel, die hier auch ganz ordentlich zusammengewurstelt sind. Also muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das tatsächlich ausgeben möchte für ein reines Netzanschlusskabel. Gerade auch für dieses Netzanschlusskabel, weil es gibt durchaus Gründe, warum das so nicht mehr an Neugeräten verwendet wird. Einer dieser Gründe ist zum Beispiel, dass man spannungsführende Teile anfassen könnte. Nicht im Normalfall, aber der Schutzleiter ist ein ganz normaler Leiter, der so ausgelegt ist, dass er Spannung führen kann, nämlich im Fehlerfall. Also da kann im Fehlerfall ein Strom zur Erde abgeleitet werden und wenn man in diesem Fehlerfall den Stecker rausziehen möchte, dann kann man hier ganz ordentlich eine gewischt bekommen. Und deswegen haben wir heute ganz andere Stecker, wo der Schutzleiter nicht mehr offen außen liegt. Und deswegen bei der Situation der Preise und weil diese ganze Konstruktion auch in bestimmten Fällen nicht ganz ungefährlich ist, sollte man sich doch überlegen, ob nicht ein Umbau in Betracht kommt, nämlich auf diese Kaltgerätebuchse. Ich sage immer, das ist so die Computerbuchse, weil das findet sich in jedem Computernetzteil. Und wie man hier an diesem Beispielbild sieht, das passt hier auch ganz wunderbar in das Gerät rein. Und das versetzt uns natürlich in die Lage, ganz normale Kabel zu nehmen, die jeder massenweise zu Hause rumfliegen hat. Ja, schauen wir uns nochmal auf einer kleinen Zeichnung an, wie jetzt genau der Anschluss dieses Netzanschlusses im Gerät ist. Wir haben jetzt also hier unsere Netzanschlussbuchse und eine Seite geht auf den Ein- und Ausschalter. Von dort geht es auf einen Fuß der Sicherung und nach der Sicherung geht es auf die eine Wicklungsseite des Trafos. Und auf der anderen Seite geht es eben auf die andere Wicklungsseite des Trafos. Hier haben wir noch die Besonderheit, dass das nicht als ein durchgängiges Kabel ausgeführt ist, sondern das ist tatsächlich an den Pin 7 oder an den Anschluss 7 des Spannungswahlschalters angelötet. Aber im Prinzip ein ganz normaler Stromkreis, der von 2 Seiten geöffnet und geschlossen werden kann. Einmal von dem Schalter und er kann auch von der Sicherung unterbrochen werden, in dem Fall, dass hier einfach ein zu großer Strom durchfließt. Ja, zu der Verdrahtung im Einzelnen muss man vielleicht noch erwähnen, ich habe eine begrenzte Anzahl von NG51, aber es ist doch eine Handvoll. Und wenn man da mal reinschaut, dann sind die Drahtfarben auch nicht unbedingt immer exakt identisch. Ich habe zum Beispiel eine, da habe ich ja wie dargestellt gezeigt, dass der eine Draht rot-schwarz ist und der andere ist grün-schwarz. Hier in dem Gerät ist tatsächlich ein grün-schwarzer Draht und ein komplett schwarzer Draht. Ja, man weiß es nicht, ob das ab Werk schon so war oder ob das mal im Laufe der 60-jährigen Geschichte dieses Gerätes vielleicht auch mal jemand ausgewechselt hat. Kann man nicht wissen. Also nicht wundern, wenn die Drahtfarben in euren Geräten sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle unterscheiden. Das ist durchaus normal, denke ich. Ja, zum Hauptschalter kann man noch eine Kleinigkeit anmerken. In ganz alten Geräten findet man sehr oft dieses Modell und in den späteren Platinen NG51S findet man eher dieses Modell. Also das ist beides absolut in Ordnung und erfüllt die gleiche Funktion. Schauen wir uns als nächstes mal den Trafo an, so wie ich ihn hier gelb markiert habe. Ja, wenn wir uns den Trafo von außen mal anschauen, dann sehen wir da eine Bezeichnung auf vielen Ausführungen
BV1260P. Muss aber nicht unbedingt draufstehen. Ich habe hier auch mal ein Beispiel, da sieht das vollkommen anders aus. Das ist allerdings ein Beispiel aus dem Internet und dieses Gerät ist, glaube ich, irgendwo in Kalifornien mal verkauft worden. Also der sieht ein bisschen anders aus als der, aber BV1260P, das findet sich auch auf dem Schaltplan. Und zum Hersteller haben wir hier erstmal einen Hinweis, einen Kreis, in dem so eine Art Sinus drin ist. Sieht gleichzeitig auch wie ein M aus. Der Hersteller mit diesem Symbol ist die Firma Mahok München. Und da sehen wir auch nochmal den Trafo im Ganzen ausgebaut. Und das ist schon ein tragendes Bauteil. Auf der Seite ist er an den Rest des Gerätes oder am Rest des Chassis angebracht. Und auf dieser Seite ist eine komplette Platte mit Netzanschluss, Sicherung und Spannungswahlschalter befestigt. Deswegen, der ist also ein tragendes Verbindungselement zwischen Chassis und dem da auch. Ja, ich möchte jetzt nicht allzu viel zum Aufbau und zur Funktionsweise von Trafos sagen, nur so viel, um die folgenden Folien besser verstehen zu können. Also ein Trafo funktioniert ganz vereinfacht so: Wir haben eine primäre Wicklung, durch die ein Primärstrom fließt, und wir haben auf der anderen Seite eine Sekundärwicklung oder Sekundärspule, durch die dann auch ein Sekundärstrom fließt, und das Ganze ist aufgebracht auf einem Eisenkern. Und wenn ein Strom durch die Primärwicklung fließt, wird ein Magnetfeld erzeugt um den Draht herum, das für einen magnetischen Fluss innerhalb dieses Eisenkerns führt. Und dieser magnetische Fluss induziert wieder eine Spannung in der Sekundärwicklung. Das ist mal die einfachste Erklärung, wie so ein Trafo funktionieren kann. Ich will nicht in die Mathematik einsteigen, aber hier sind mal zwei einfache Formeln für einen idealen Trafo. Idealer Trafo bedeutet ja, dass es auch einen unidealen Trafo gibt. Das ist im Wesentlichen das Thema, dass diese Berechnungen und das, was wir hier sehen, in der Wirklichkeit nicht ganz so reibungslos funktioniert. Es gibt verschiedene Gründe für Verluste, also wo unsere Spannung, die hier reingeht, oder der Strom, der hier reingeht, nicht das, was er könnte, auch in der Sekundärseite erzeugt, sondern auf dem Weg dahin gehen gewisse Sachen einfach verloren. Und das haben die Spezialisten natürlich auch in entsprechend komplizierteren Gleichungen einfließen lassen. Und wir schauen uns jetzt mal die ganz einfache Gleichung an, nur um sie im Hinterkopf zu haben für einen ganz idealen Trafo. Also, dann schauen wir mal ganz kurz auf diese zwei Gleichungen und schauen uns mal an, inwiefern die uns weiterhelfen, das Kommende zu verstehen. Also wir sehen jetzt zum Beispiel hier in dieser Gleichung etwas, das wir eigentlich schon wissen. Wenn man die Spannung auf der Sekundärseite erhöhen will, dann gibt es dazu zwei Möglichkeiten. Also entweder ich erhöhe die Spannung auf der Primärseite, oder aber ich ändere hier etwas am Wicklungsverhältnis, also an der Anzahl der Wicklungen oder wie viele Wicklungen jede von diesen Seiten hat. Denn die Anzahl der Wicklungen auf der Sekundärseite stehen hier im Zähler und die Anzahl der Wicklungen auf der Primärseite stehen im Nenner. Und das heißt, je mehr Wicklungen die Sekundärseite hat, desto höher wird auch die Sekundärspannung sein. Der Bruch wird ja immer größer, je höher die Zahl hier oben im Zähler ist. Das ist jetzt erstmal ganz logisch. Das kennen wir ja schon. Um eine Spannung hoch zu transformieren, müssen wir auf der Sekundärseite mehr Wicklungen haben. So, und beim Strom ist es jetzt aber in gewisser Weise andersrum. Wir sehen, dass der Bruch hier vertauscht ist. Wir haben im Zähler jetzt die Wicklungszahl auf der Primärseite. Ja, aus dieser Sache nehmen wir jetzt mal eine Komponente mit. Wenn wir in eine Situation kommen, wo die Wicklungen auf der Primärseite verringert werden, dann können wir nur kompensieren, indem wir den Strom auf der Primärseite erhöhen. Das ist eine Erkenntnis,
die brauchen wir nachher noch, um ein paar Dinge zu verstehen. Also, sollte es zutreffen, dass die Wicklungen auf der Primärseite sich in irgendeiner Weise verringern und wir wollen trotzdem noch denselben Strom auf der Sekundärseite haben, dann müssen wir schauen, dass wir auf der Primärseite den Strom erhöhen, damit diese Rechnung weiterhin aufgeht. Mehr möchte ich dazu jetzt überhaupt nicht sagen, das war's schon mit der Mathematik. Schauen wir uns aber erstmal noch was an zu dem Aufbau und auch zu den Verlusten, die ich angesprochen habe. Da wollen wir uns vielleicht einen in dem Zusammenhang doch mal angucken. Ja, also man hat auf dem Schaubild eben gesehen, es ist hier ein Eisenkern, auf dem diese Wicklungen aufgebracht sind, aber in Realität ist das kein Monoblock sozusagen, sondern der Eisenkern ist ausgeführt als eine große Anzahl von kleinen Blechpaketen, die übereinander gestapelt sind und hier auch durch Bolzen und Schrauben eng aneinander gepresst sind. Und diese einzelnen Trafobleche sind voneinander oder gegeneinander isoliert. Das heißt, die haben einen Lacküberzug, der dafür sorgt, dass die nicht durchgängig elektrisch leitfähig sind. Ja, und das hat seine Gründe. Wir sehen hier nochmal den Eisenkern. Denn einer der Verluste, die auftreten können im Vergleich zu einem idealen Trafo, sind die sogenannten Wirbelströme. Ja, wo verstecken sich hier in diesem linken Bild die Wirbelströme? Dieser magnetische Fluss würde dazu führen, dass 90 Grad dazu ein elektrischer Strom fließen würde. Induziert von diesem magnetischen Fluss im Eisenkern selbst. Das nennt man einen Wirbelstrom. Und dieser Wirbelstrom entzieht dem magnetischen Fluss Energie. Das heißt, alles, was hier an magnetischem Fluss erzeugt wird, kann nicht hundertprozentig hier drüben eine Sekundärspannung induzieren, weil ein Teil geht dadurch verloren, dass hier Wirbelströme fließen können. Ja, und deswegen hat man diesen Trafo in einzelnen Blechpaketen ausgeführt, weil diese Wirbelströme dadurch stark reduziert werden. Ja, man sieht das hier in der Zeichnung, die das ein bisschen darstellen möchte. Also innerhalb eines Blechpaketes fließen natürlich noch gewisse Wirbelströme, aber der Verlustfaktor ist deutlich geringer, als wenn man das wirklich in Form eines einzelnen großen Blocks ausführen würde. Ja, deswegen ist es natürlich auch immer sehr wichtig, dass diese Blechpakete tatsächlich auch noch voneinander isoliert sind. Also vollkommen verrostete Trafos, wo diese Isolierung nicht mehr gegeben ist, die können deutliche Verluste erzeugen und dann funktioniert das Gerät vielleicht nicht mehr innerhalb der Parameter, in denen es funktionieren sollte. Ja, das soll es jetzt auch mal zum Trafo sein im Umfang dieses Videos. Das ist eine Wissenschaft für sich und wer sich da ein bisschen weiterbilden möchte und weiterlesen möchte, der sei auf diese 3 Wikipedia-Artikel verwiesen. Fassen wir nochmal ein paar Dinge zum Trafo zusammen, auf die ich nochmal gesondert hinaus will. Wir haben, wie man auch auf dem Schaltplan sieht, 4 einzelne Wicklungen auf der Primärseite und wir haben 2 Anzapfungen auf der Primärseite. Eine Anzapfung befindet sich hier, ich nenne das mal die Wicklung 130, sowie hier. Das ist die im letzten Video schon gezeigte Spannungsversorgung für den Motor. Also 2 Anzapfungen, eine hier und diese Wicklung ist auch angezapft für den Motor. Die Bezeichnungen, die man hier lesen kann, die sind teilweise etwas verwirrend oder irreführend. Dazu werde ich später noch ein kleines bisschen mehr sagen. Ja, und auf der Sekundärseite haben wir 2 Wicklungen. Das hier einmal eine 6,3 Volt und einmal eine 275 Volt Wicklung. Und was man gerne übersieht, wir haben auch noch eine Schirmwicklung. Die ist nämlich genau hier in der Mitte. Wird schon angedeutet durch dieses Erdungssymbol hier. Denn die Schirmwicklung ist auf einer Seite mit Masse verbunden. Und das ist dieses unscheinbare Kabel hier, was in einer Schraube endet, die Massekontakt hat. Wofür man das braucht, da werde ich nachher noch einen Satz für sagen. Schauen wir uns die beiden Trafo-Seiten nochmal in einem Bild an. Ich habe hier die Kabel mal aufgedröselt, damit man alles schön verfolgen kann.
So sieht das aus. Hier auch wieder der Hinweis, diese beiden Kabel, die sehen beide gelb aus, oder diese beiden Anschlussdrähte. Die sind in den folgenden Darstellungen auch beide gelb dargestellt. Es ist aber so, dass in vielen Geräten ist der hier eher orange. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob orange wirklich die Regel ist oder ob das in meinem Gerät, was ich hier zur Darstellung verwendet habe, tatsächlich beides gelb ist oder ob dieses Gelb hier einfach mal ein Orange war und entsprechend stark ausgebleicht ist. Ich konnte es nicht mehr wirklich sagen. Ich habe jetzt hier beide mal als gelb wahrgenommen. Einfach bedenken, dass dieser Anschluss in eurem Gerät eventuell auch einen orangenen Draht hat. Ja, man sieht das jetzt hier, das ist ein anderes Gerät von mir, da sieht der ganz eindeutig orange aus und der sieht ganz eindeutig gelb aus, also da kann man es sehr gut unterscheiden. Was ich jetzt mal machen möchte, damit wir nicht nur über die Drahtfarben reden müssen, ich habe jetzt diese 8 Anschlussterminals mal einfach von links nach rechts durchnummeriert. Ich werde mich im Folgenden auch an diese Nummerierung halten. Also das bitte kurz im Hinterkopf behalten, von 1 bis 8, von links nach rechts. Ich habe es ja schon gesagt, die Primärseite hat eine größere Anzahl von Teilwicklungen. Und was das genau soll oder wie das zu verstehen ist, ja, dem nähern wir uns vielleicht einfach mal, indem wir diese Wicklungen mal unter Spannung durchmessen. Und das sieht man auf diesen 6 Bildern. Ich erkläre das jetzt noch ein bisschen genauer. Auf dem ersten Bild messe ich zwischen dem Anschlusspunkt 1 und 8. Da habe ich so in etwa 42 Volt. Das kennen wir schon, das ist unsere Spannungsversorgung für den Motor. Auf dem zweiten Bild messe ich zwischen 6 und 8 115 Volt. In einem 220 Volt Netz wären das 110 Volt, aber da ich das Gerät bei 230 Volt betreibe, sind die Spannungen ein kleines bisschen höher. Das ist aber auch gar nicht wichtig. Also zwischen 6 und 8 messen wir 115 Volt. Dritte Bild oben rechts, zwischen 3 und 5 messe ich 20 Volt. Dann geht es unten links weiter. Zwischen 2 und 8 messe ich 230 Volt. Das sind unsere beiden Netzanschlusspunkte. Zwischen 3 und 7, unten in der Mitte, messe ich 135 Volt. Und das letzte Bild, da messen wir zwischen 2 und 4 20 Volt. So, und jetzt setzen wir das mal kurz in einen Kontext. Also, was hatten wir gemessen? Zwischen 1 und 8 messen wir unsere Motorspannung, 42 Volt. 1 und 8, das sieht man hier auch, genau, das ist genau der Abgriff für die Motorspannung. Ja, zwischen 6 und 8 messe ich 115 Volt. Ja, da steht hier 110. Das ist das erste, was ein bisschen irreführend ist. In einem 230 Volt Netz messen wir hier realistisch eher 115. Das ist aber auch überhaupt kein Problem. Zwischen 3 und 5 messe ich 20 Volt. Ah ja, da sehen wir schon mal, hier steht 130 Volt, aber wir messen an der Stelle eigentlich 20 Volt. Und da ist jetzt das zweite Missverständnis, was man mit dieser Darstellung haben kann. Wir haben mitnichten hier eine 110 Volt Wicklung und da eine 130 Volt Wicklung, sondern es ist realistisch tatsächlich so, dass wir zwischen 5 und 7 110 Volt bzw. 115 Volt messen. Und zwischen 3 und 7 messen wir 130 Volt. Das heißt, dieser kleine Wicklungsanteil, der gibt nochmal 20 Volt dazu. Ja, dann zwischen 2 und 4 habe ich wieder 20 Volt gemessen. Das heißt, das stimmt hier diesmal. Wir haben hier also realistisch betrachtet nicht eine 20er Wicklung oder 20 Volt Wicklung, sondern die hier ist eigentlich auch genau das gleiche. Mit dem einzigen Unterschied, dass das wirklich eine Einzelwicklung ist und diese Teilwicklung ist tatsächlich nur von dieser großen Wicklung zwischen 3 und 7 abgegriffen. Das ist hier unsere zweite Anzapfung, von der ich eben geredet habe. Erste Anzapfung auf der Primärseite und hier unsere zweite Anzapfung auf der Primärseite. Ja, also so viel zu den Missverständnissen.
Hier haben wir tatsächlich auch eine 20 Volt Wicklung und unter Realbedingungen in heutigen Stromnetzen können sich diese Zahlen hier sowieso leicht unterscheiden, weil man heute in Nordamerika keine 110 Volt mehr hat, sondern da geht es, glaube ich, auch eher Richtung 115, 120 Volt. Und in Deutschland haben wir auch keine 220 Volt mehr, sondern 230 Volt plus minus. Ja, und wenn wir das jetzt mal alles, so wie es im Gerät verkabelt ist, auch mit den Kabelfarben anbringen, dann erhalten wir dieses sehr unübersichtlich gewordene Bild. Und da kann man einfach nur noch sagen, genau. Aber so sieht's aus, auch wenn es unübersichtlich ist. So ist das Ganze im Gerät direkt verkabelt. Die Sekundärseite ist durchaus einfacher gehalten. Da haben wir nur ein paar oder eine kleine Teilmenge von Kabeln. Was ist das genau? Dröseln wir das hier nochmal auf. Also wir haben gelb-rot die Anschlüsse zu unserer 275 Volt Wicklung. Die beiden gehen zum Brückengleichrichter. Und hier drüben haben wir die 6,3 Volt Wicklung. Da gehen jeweils zwei Kabelpaare ab. Das eine geht zu der Bedienfeldbeleuchtung, also zu den Lampen vorne. Und das andere Kabelpaar geht zu den Heizfäden der Röhren, also zur Röhrenheizung. Und man sieht hier schon logischerweise, die Beleuchtung und die Röhrenheizung liegen parallel zueinander. Diese ganzen Trafo-Wicklungen ergeben jetzt eigentlich noch gar nicht so richtig einen Sinn. Wozu braucht man die? Warum sind da so viele Wicklungen auf der Primärseite? Wenn wir uns jetzt mal diesen ominösen Spannungswahlschalter anschauen, dann wird das alles plötzlich einen Sinn ergeben. Schauen wir uns doch das Ganze erstmal optisch und mechanisch an. Hier ist jetzt mal so ein Gerät, wie es auch in Echoletten vorkommt, aber nicht nur da, weil in den 50er und 60er Jahren hat man solche Spannungswahlschalter auch in Radios gefunden und in anderen Geräten, deren Verkaufsraum nicht nur Deutschland war, sondern mehr oder weniger die ganze Welt. Ja, und was sehen wir hier? Wir haben auf der einen Seite einen drehbaren Schalter mit Markierungen und verschiedenen Voltangaben. Und auf der Unterseite haben wir 8 Anschlussterminals, die auch nummeriert sind, auf eine etwas seltsame Art und Weise, könnte man jetzt erstmal denken. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4 und dann geht es weiter mit 5, 6, 7, 4. Das heißt, die beiden hier haben anscheinend irgendetwas gemeinsam. Das wissen wir jetzt aber noch nicht. Schauen wir uns mal zuerst das Innere an. Man kann den Schalter auseinandernehmen, indem man diesen Sägerring und eine Unterlegscheibe entfernt und dann kann man das Ganze auseinanderziehen. Und was man in dem drehbaren Knopf vorfindet, ist folgendes. Wir haben hier in Vertiefungen kleine Federn drin und auf diesen Federn liegen solche Kontaktleisten auf. Die sehen jetzt hier aus wie ein M. Der mittlere Pfosten ist sozusagen direkt in der Feder drin. Das haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Und diese beiden Federn sind mit etwas anderem überbrückt, nämlich mit dieser seltsamen Brücke, die auch nur aufliegt. Das heißt, es ist beim Zusammenbauen auch wieder eine kleine Fummelei. Tja, und was soll das Ganze jetzt sein? Zunächst einmal die Schultern dieses Ms sind diese Punkte, die wir hier eingerastet in einen von diesen Anschlussterminals sehen. Ja, und da sehen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück von. Wenn wir jetzt aber mal nachzählen, haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das heißt, 4 von diesen Schultern oder Kontakten sieht man hier gar nicht. Und das bedeutet ja, wenn da immer nur eine Teilmenge von 8 beschaltet ist, dann ändert sich das ja beim Drehen dieses Schalters offensichtlich, welche 8 von diesen Kontakten hier mit den Lötleisten eine Verbindung haben. Ja, und das ist jetzt auch schon ein Hinweis auf den ganzen Sinn dieses Schalters. Schauen wir uns mal eine kleine Übersicht an. Die findet sich auf manchen Schaltplänen. Den hier habe ich, glaube ich, vom Schaltplan der Echolette
E51, also eines Nachfolgermodells. Was wir jetzt hier sehen, ist aber schon mal ganz wichtig. Wir sehen, dass je nach Schalterstellung unterschiedliche dieser Kontakte miteinander Verbindung haben. Bei 110 Volt haben 4 und 7 Verbindungen, 1 und 2 und 3 und 4. Und diese Kontakte 6 und 5, ja, die hängen in der Luft. Die haben hier auf der anderen Seite keinen Partner. Bei der 220 Volt Stellung ist es anders, obwohl hier auch wieder 4, 7. Dann ist es aber 2 und 3. Und da haben wir eine ganze Menge, die in der Luft hängen. Nämlich der hat keinen Counterpart, der auch nicht, der 5 auch nicht und der 6 auch nicht. Ja, bei 150 Volt ist es auch wieder anders. Da haben 6 und 5 Verbindungen, 1 und 2, 3 und 4. Das heißt, wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass ja an jedem von diesen Schaltkontakten oder an jedem von diesen Kontakten tatsächlich ein Kabel oder ein Anschlussdraht vom Trafo her festgelötet ist, dann bedeutet das ja offensichtlich, dass unterschiedliche Wicklungen des Trafos in Verwendung sind oder aktiv verbunden sind, je nachdem, wie wir diesen Schalter konkret drehen. Da sieht man das nochmal. Hier diese verschiedenen bunten Kabel von den Trafo-Wicklungen sind alle irgendwo auf dem Spannungswahlschalter festgelötet. Und wir wissen jetzt, dass je nach Schaltstellung unterschiedliche von diesen Kontakten tatsächlich eine Verbindung miteinander haben. Ja, und der ominöse Kontakt 4, den es zweimal gibt, der ist auch relativ leicht erklärt. Der ist im Prinzip der gleiche, da er mit einer Drahtbrücke verbunden ist. Also 4 hier und 4 da ist im Prinzip das gleiche, weil die sind einfach verbunden. Und auf dem Schaltplan sieht man die Verbindung 4 und 4 natürlich auch. Das ist die schwarze Linie, die ich nicht eingefärbt habe. Ja, was soll das nun? Also, dass verschiedene Wicklungen miteinander verschaltet werden offensichtlich, wenn man diesen Spannungswahlschalter auf verschiedene Einstellungen setzt. Schauen wir uns das jetzt mal an konkreten Beispielen an. Ich habe hier immer diejenigen Kontakte, die eine Verbindung haben, habe ich mit einem schwarzen Balken markiert und die Kontakte, die auf einer Seite in der Luft hängen, sind grau markiert, sodass man anhand des schwarzen Balkens immer sehen kann, was da tatsächlich miteinander verschaltet ist. Das ist jetzt die Einstellung 220 Volt und das ist die Einstellung für 110 Volt und an diesen beiden Unterschieden zwischen 110 und 120 Volt möchte ich jetzt kurz zeigen, was es damit auf sich hat. Also wir sehen das hier ja auch, wenn wir das mal schnell hin und her schalten, da dreht sich offensichtlich irgendwas. Ja, im Prinzip ist es hilfreich, wenn man mal Strom spielt, denn wir haben ja letztlich eine Spannung anliegen zwischen zwei Drähten. Das ist einmal der hier oben, der kommt vom Netzstecker oder von der Netzbuchse und es ist der da unten, der kommt auch über Ein- und Ausschalter und Sicherung von der Netzbuchse. Das heißt, zwischen dem und dem Draht liegt eine Spannung vor. In dem Fall 220 Volt. Und überall, wo wir eine Spannung haben, würde auch gerne ein Strom fließen von der einen Seite zur anderen. Und die Frage ist jetzt, wie kommt der Strom von hier oben oder wie kann er von hier oben nach da unten fließen? Und da macht es Sinn, wie gesagt, jetzt mal Strom zu spielen. Wir haben jetzt praktisch ja hier einen Weg, das ist wie so ein kleines Labyrinth, dem man folgen muss. Und wenn man das macht, dann kommt das bei raus, was ich hier mal rot markiert habe. So kann der Strom fließen, nämlich hier lang, über diesen zusammengeschalteten Kontakte 7,4. Dann geht er hier unten über Kontakt 4 in diese Wicklung rein. Und über die Verbindung 2,3 geht er in die nächste Wicklung rein und dann ist er unten angekommen. Also hier fließt jetzt unser Strom durch diese beiden Wicklungen in der Stellung 220 Volt. Fassen wir kurz zusammen, was wir hier haben. Also wir haben hier ich habe hier doppelt geschrieben, es wäre vielleicht besser gewesen zu schreiben, eine zweifache Windungszahl, denn wir haben hier zwei Windungen, die in Serie miteinander oder in Reihe miteinander verbunden sind. Und wir haben einen einfachen Strom. Ich habe das jetzt mal einfacher Strom genannt im Vergleich zu dem, was als nächstes kommt. Also hier
Nicht verwundern, einfacher Strom ist ja keine absolute Angabe für irgendetwas, aber im Vergleich zu dem zu sehen, was gleich kommt. Wichtig ist, 2 Spulen, die in Reihe geschaltet sind. Bei 110 Volt haben wir hier andere Anschlussgegebenheiten und deswegen sieht das auch ein bisschen anders aus, nämlich der Strom hat hier 2 Wege, über die er fließen kann. Zunächst mal ist es nahezu identisch, es geht über Kontakte 7 und 4 hier lang, da lang. Bei Kontakt 4 geht es einmal in diese Windung rein und über Kontakte 2 und 1 nach hier unten. Der Strom hat allerdings auch noch einen zweiten Weg, das ist der rote. Er kann auch über 3 und 4 durch diese Windung hindurch nach da unten. Das heißt, bei der Stellung 110 Volt sind diese beiden Wicklungen, die wir eben schon hatten, in einer Art und Weise anders als zuvor miteinander verschaltet, sodass der Strom nicht mehr in Serie durch diese Wicklung fließt, sondern wir haben 2 parallel zueinander stehende Wicklungen. Einmal hier und einmal da. Und der Strom fließt durch beide hindurch. Das bedeutet natürlich, dass wir hier auch nur die halbe Windungszahl haben, weil vorher waren die in Serie, jetzt sind sie nicht mehr in Serie, also halbe Windungszahl. Aber wir haben tatsächlich den doppelten Strom. Warum denn das jetzt? Naja, stellen wir uns das doch mal so vor. Bei 220 Volt haben wir 2 Wicklungen in Reihe geschaltet. Diese Wicklungen haben auch einen Leitungswiderstand und aus gegebener Spannung und gegebenem Widerstand ergibt sich eine feste Anzahl des Stroms. Das ist Ohmsche Gesetz, das kann man ausrechnen. Wenn wir jetzt allerdings die Eingangsspannung halbieren und gleichzeitig auch noch den Leitungswiderstand halbieren, weil die sind ja nicht mehr in Serie, die sind ja jetzt parallel und der Strom fließt immer nur durch eine von diesen Wicklungen. Da haben wir jetzt den Leitungswiderstand halbiert. Spannung halbiert, Leitungswiderstand halbiert, dann ist der Strom, der rauskommt, immer noch der gleiche. Aber dadurch, dass dieser Strom hier zweimal fließt, nämlich einmal dadurch und einmal dadurch, haben wir in dieser Verschaltung tatsächlich die halbe Windungszahl, aber den doppelten Strom. Und das sieht man auch auf vielen Geräten außen, das steht ganz eindeutig. Wenn man 110 Volt anschließt, also die 110 Volt Stellung, dann braucht man eine Sicherung, die den doppelten Strom verträgt. Ich habe mal in einer eBay-Kleinanzeige gelesen, da hat jemand gesagt, naja, das Gerät kann man zwischen 110 und 220 Volt umschalten, indem man die Sicherung auswechselt. So ist das natürlich nicht gemeint. Die Sicherung entscheidet nicht darüber, was für eine Netzspannung man verwenden kann. Das ergibt sich genau andersrum, nämlich je nachdem, welche Netzspannung man verwendet, gegeben den Fall, dass das Gerät mit verschiedenen Netzspannungen anhand eines Spannungswahlschalters umgehen kann, dann muss man bei der 110 Volt tatsächlich eine doppelt so starke Sicherung oder eine Sicherung einsetzen, die doppelt so viel Strom aushält, genau aus diesem Grund. Also, hier haben wir die halbe Windungszahl, aber dadurch, dass der Strom hier zweimal fließt, haben wir den doppelten Strom. Ja, und warum das wichtig ist, das kann man mal anhand einer ganz kleinen Rechnung sich anschauen. Also da muss man jetzt nicht den Taschenrechner rausholen. Es gibt hier Rechner im Internet. Ich habe den mal hier unten verlinkt, da kann sich das jeder selbst anschauen. Wenn wir jetzt mal hier ein Windungsverhältnis vorgeben, das ist jetzt nicht das Windungsverhältnis in der NG51S, sondern das habe ich einfach mal frei gewählt, sodass hier auch schöne Zahlen rauskommen. Wir haben auf der Primärseite 50 Windungen und auf der Sekundärseite 100 Windungen. Wir haben eine Eingangsspannung von 220 Volt und einen Strom von 1 Ampere. Und dann kommen auf der Sekundärseite diese Werte raus, nämlich eine Spannung von 440 Volt und einen Sekundärstrom von 500 Milliampere. Ja, und was wir jetzt mal verringern, ist die Windungszahl, nämlich auf die Hälfte. Und die Spannung verringern wir auch auf die Hälfte. So wie im Beispiel Umschaltung 220 Volt und 110 Volt. Also wenn wir diese beiden Werte verringern,
dann muss man tatsächlich den Strom verdoppeln, damit hier immer noch das gleiche Ergebnis rauskommt. Ja, und das ist der ganze Grund, warum dieser kompliziert aussehende Spannungswahlschalter verschiedene Wicklungen auf der Primärseite immer wieder anders miteinander verbindet. Es muss dafür gesorgt werden, dass egal bei welcher Eingangsspannung tatsächlich anliegt, auf der Sekundärseite immer das gleiche rauskommt. Ja, und da haben sich die Hersteller dieses Trafos schon einige Gedanken gemacht und der Spannungswahlschalter sorgt für eine Verschaltung, die genau das erreicht. Hier auf der Sekundärseite kommt immer das gleiche raus, egal was reingeht. Wenn wir jetzt das Prinzip mal vor Augen haben, ist der Rest eigentlich ganz einfach. Deswegen werden wir jetzt hier durch die verschiedenen anderen Einstellungen mal mehr oder weniger durchrennen. Bei 130 Volt ist es sehr ähnlich wie schon bei 110 Volt. Nur, dass wir jetzt hier diese Wicklung und diese Wicklung parallel haben. Und wir haben diese Wicklung und diese Wicklung parallel. Das sieht man auch. Diese hier ist mit der anderen in Reihe geschaltet und diese hier ist mit der anderen in Reihe geschaltet und die beiden grün und rot liegen jeweils parallel zueinander. Das heißt, statt 110 Volt haben wir 130 Volt Spannung und da muss man noch eine Wicklung mehr hinzufügen, damit das Ganze auf der Sekundärseite dann auch das gleiche Ergebnis erzielt. Bei 150 Volt ist es relativ ähnlich, mit dem einzigen Unterschied, dass wir hier tatsächlich zwei Wicklungen in Serie haben, nämlich die hier oben und die anderen beiden liegen parallel zueinander. Bei 240 Volt haben wir diese beiden, die parallel zueinander liegen, und diese beiden, die in Serie zueinander liegen. Und bei 250 Volt läuft er einfach durch jede Wicklung einmal durch, also das heißt, die liegen alle in Serie. Ja, wie ich schon gesagt habe, das Wickeln von Trafos und das Dimensionieren und Berechnen von Trafos, das ist eine Kunst für sich. Und das ist schon eine ganz schöne Leistung, dass man da etwas geschaffen hat, das für so unterschiedliche Eingangsspannungen durch geschicktes Verschalten der einzelnen Wicklungen tatsächlich immer das gleiche Ergebnis erzielt. Kommen wir nun also zur Beleuchtung. Da könnte man jetzt sagen, das ist doch trivial. Ist es vermutlich auch, aber bei diesem Gerät ist so vieles nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Schauen wir uns das mal an. Wir haben ja eben gesehen, dass da ein eigenes Paar Drähte von der Primärseite des Trafos abgeht für die Beleuchtung. Und diese Drähte, die laufen hier in diesem großen Kabelpulk bis nach vorne zur Schaltereinheit. Hier, ich habe die mal markiert, das sind diese grauen Kabel, die man hier sieht. Die kommen direkt von der Sekundärseite des Trafos und gehen bis nach hier vorne. Da sehen wir die und da sehen wir die. Hat seinen Grund, weil es gibt sowohl hier als auch da ein Lämplein. Und diese Beleuchtung, die kann schon etwas Kopfschmerzen bereiten, weil die ist an einer sehr, sehr unzugänglichen Stelle. Man sieht das ja, man muss hier ganz tief reingreifen, um an diese Lämpchen überhaupt ranzukommen. Und dann sind die auch noch nach innen gerichtet. Das heißt, wenn man die mal tauschen möchte, besteht eigentlich die einzige Chance nur darin, die Schraube hier zu lösen, so dass man das Lämpchen ein Stück hier rausziehen kann. Aber es bleibt recht fummelig und eng und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man viele Geräte findet, in denen eine oder beide Lampen kaputt sind. Die Mühe will sich einfach niemand machen, das zu wechseln. Ja, und das Ganze ist so angeordnet, dass, wie gesagt, von der Sekundärseite hier ein Kabelpaar kommt, das geht zu dem Lämpchen und von dem Lämpchen geht ein zweites Kabelpaar weg zum anderen Lämpchen. Schauen wir uns jetzt die Röhrenheizung an, die ja parallel zu den Lampen liegt. Ja, die Röhrenheizung, das leuchtet jedem ein.
Die Kathode muss beheizt werden, damit sie Elektronen emittieren kann. Aber so einfach, wie sich das anhört, so kompliziert ist das Ganze in der Realität. Ja, schauen wir uns einmal an, wie das Ganze hier eigentlich verbandelt ist. Nämlich die Röhrenheizung geht bei der Platinenecholette zum Beispiel auch hier mitten durch dieses ganze Kabelgewirr durch. Das sind diese beiden grünen Kabel, die kommen auch von der Sekundärseite des Trafos und gehen hier einfach mitten in dieses Kabeldickicht rein. Ja, und auf der anderen Seite enden sie an zwei Lötpunkten. Das sind nämlich die beiden hier. Da kommen die Kabel raus und sind da angelötet. Und man sieht ja auch schon, da ist eine ganze Menge anderes Zeugs auch angelötet. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen angucken, wie die Röhrenheizung eigentlich hier ihren Weg durch das Gerät findet zu den verschiedenen Röhren. Ja, um das mal aufzulösen, die Anschlüsse 2 und 5, das sind jeweils die beiden Enden der 6,3 Volt Wicklung von der Sekundärseite des Trafos. Wir haben hier die Anschlüsse 1 und 4. Die gehen weiter zur Röhre 1. Zur Erinnerung, die Röhre 1 und die Röhre 3 in dem Gerät sind ja die beiden, die alleinstehend sind, und die anderen 3 sind auf der Platine drauf. Also hier gehen nochmal Kabel zu einer von den alleinstehenden Röhren. Und wir haben hier auch diese zwei kleinen schwarzen Kabel, 3 und 6. Die gehen zum Heizfaden des magischen Bandes, zur EM480, die ja auch an einer ganz anderen Stelle ist. Also das muss man als Extrakabel wegführen zu dieser entfernten Röhre. Was es hier noch zu sagen gibt, diese beiden Kabel oder Heizleitungen, die zur Röhre 1 jetzt erstmal weitergehen, die sind tatsächlich geschirmt ausgeführt. Das heißt, wir haben hier ein Schirmgeflecht, das an dieser Stelle auch jeweils auf Masse befestigt ist, wohingegen die Anschlüsse, die jetzt direkt von der Sekundärwicklung kommen, die sind komplett ungeschirmt. Also die laufen hier erstmal komplett ungeschirmt durch das Kabelpaket durch, aber die zu den Einzelröhren sind geschirmt ausgeführt. Ja, und die Heizleitungen zur EM84, die gehen hier halt durch diese blaue Tülle in dem Gerät, durch den offenen Raum im Gerät bis nach vorne. Ja, und Pin 4 und 5 sind hier die Heizfäden für das magische Band. Und dort gehen diese beiden Kabel halt genau hin. Ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt bei der Übersicht, dass die Röhrenheizung und der Entbrummer eigentlich zwei untrennbar miteinander verbundene Themen sind. Den Entbrummer muss ich aber an dieser Stelle schon mal einführen. Das ist nämlich das Potentiometer, das sich hier am äußersten Rand der Platine befindet. Und man kann das ganz einfach mal durchmessen. Die beiden äußeren Anschlüsse des Potentiometers sind tatsächlich mit den Lötpunkten verbunden, wo unsere Heizdrähte dran befestigt sind, nämlich der mit dem und der mit dem. Ja, und da bei dieser Platinenecholette ganze 3 der Röhren natürlich direkt auf der Platine aufsitzen, muss es ja so sein, dass die Heizleitungen hier durch diese Leiterbahnen direkt zu den Röhren geführt werden. Hier mal eine ganz kurze Übersicht. Hier haben wir zum Beispiel die Röhre 2. Man sieht, dass Pin 4 und 5 hier direkt ganz nah mit einem Ende der Heizleitung verbunden sind. Ja, und diese Leiterbahn geht auch gleich noch nach hier oben zu 2. Das ist ein Bein des Entbrummerpotis. Hier drüben haben wir das andere Bein des Entbrummerpotis. Das geht hier oben zu einem der anderen beiden Seiten der Heizleitung. Und so wird das Ganze halt auf die Platine draufgeführt. Hier unten ist der Schleifer des Entbrummerpotis. Das ist die Erde. Und so wird das Ganze halt durch die ganze Platine durchgeführt zu den beiden Röhren. Und wir haben hier Pin 9, 4 und 5 gelb markiert. Die Röhre ist genau umgedreht. Da haben wir hier 4, 5 und da 9, 4, 5 und 9. Und das ist jeweils immer eine Seite dieser Heizleitung, die vom Trafo kommt. Also hier, das hier ist in der Regel immer mit Pin 9 verbunden und das hier mit Pin
4 und 5. Und da haben wir für die Heizleitung einen geschlossenen Stromkreis, wo eben der Heizstrom fließen kann. Ja, da haben wir auch nochmal das PIN-Diagramm für eine ECC 83. Hier gucken wir ja von unten drauf. Die wird also praktisch so hier reingesteckt und deswegen ist Pin 9 hier, Pin 4 und 5 ist da. Das sind die Heizanschlüsse. Kann man auch da nochmal schön sehen. Pin 9 ist die Mittenanzapfung des Heizfadens hier und der ist ausgeführt von Pin 4 zu Pin 5. Ja, natürlich müssen wir auch für die beiden alleinstehenden oder einzelnen Röhren eine Heizung bereitstellen und das habe ich ja eben schon gesagt, dass diese Leitungen tatsächlich mit einem Schirm verbunden sind. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob das einfach Zufall ist. Die Zuordnung Pin 9 und Pin 4, 5 ist hier genau umgedreht. Das heißt, die Leitung, die auf der Platine Pin 4 und 5 versorgt bei den einzelnen Röhren Pin 9 und jeweils umgekehrt. Ja, bei den einzelnen Röhren ist es so, dass von der Platine der Heizstrom zur Röhre 1 geht. Hier sehen wir mal eine Seite, die dort ankommt, auf Pin 4 und 5 und hier der Schirm. Und Pin 4 und 5 sind hier überbrückt und werden hier mit diesem roten Kabel runter zur Röhre 3 geführt. Und das Ganze gibt es auf der anderen Seite auch noch Pin 9. Ich habe jetzt hier mal ein einfaches Diagramm gezeichnet, wie das Ganze rein von dem, wie es ausgelegt ist, miteinander verbandelt ist. Man kann das hier vielleicht, dieses graue Gekrackel erkennen. Das soll bedeuten, dass diese Leitungen tatsächlich geschirmt sind. Das heißt, bis zum Entbrummer ist überhaupt nichts geschirmt. Und nur zu den Röhren 1 und 3 ist das bei der Platinen-Echolette tatsächlich mit geschirmten Kabeln ausgelegt. Ja, hier sieht man nochmal mein Überlagerungsbild, was ich ja auch im Internet schon bereitgestellt habe. Da kann man das Ganze nochmal schön erkennen. Wir schauen uns nochmal die Anschlüsse an. Hier ist ein Anschluss der Röhrenheizung, der geht hier drüben auf den Anschluss des Entbrummers. Und der andere führt hier lang und nach da oben. Ja, und von da geht es über die ganze Platine zu den Röhren. Und was man hier zumindest schon mal erkennen kann, was auch noch wichtig ist, diese Heizleitungen sind auf der Platine über weite Strecken ganz parallel zueinander angebracht. Man sieht das hier, diese beiden Leitungen, da hat sich jemand Mühe gegeben, die wirklich ganz parallel zueinander anzubringen. Und auch hier sind sie ganz parallel zueinander angebracht. Das hat seine Gründe und das besprechen wir gleich, wenn wir über den Entbrummer reden. Noch kurz, um das Ganze der Vollständigkeit halber zu nennen. In der ersten Echolette NG51S Serie, also die noch Punkt zu Punkt verdrahtet war und keine Platine hatte, sieht das Ganze in etwa so aus. Dort sind tatsächlich nur ungeschirmte Drähte bis zur Röhre Nummer 5. Ja, und von da an geht alles schön parallel zueinander wie bei einer Lichterkette bis zur letzten Röhre durch und der Entbrummer, der terminiert praktisch die einzelnen Schirmleitungen an seinem Schleifer zur Masse. Ja, natürlich, weil bei der Punkt-zu-Punkt verdrahteten Echolette natürlich deutlich mehr Kabelwege da sind, ist das Ganze auch sehr anders angeordnet. Also wir sehen hier, werden alle Schirme enden praktisch am Entbrummer, am Schleifer und werden dort auf Masse gelegt. Und man sieht hier auch, die ganzen Heizleitungen, die werden sehr nah am Gehäuse lang geführt. Das hat auch seinen Grund, das werde ich auch gleich noch ansprechen. Schauen uns mal so eine Röhre an, wie die mit der Heizleitung verbunden ist. Also wir sehen hier, da gehen wirklich die Anschlüsse, in dem Fall jetzt auf Pin 4 und 5. Und dort geht das nächste Kabel ab zur nächsten Röhre. Und deren Schirme sind an den Röhren erstmal nur miteinander verbunden. Auf Masse gelegt sind sie wirklich nur am Entbrummer. Sodass wir hier einen weitestgehend durchgängigen Schirm haben von der Röhre 5 bis zur Röhre 3 hinunter. Ja, was ganz interessant ist, bei einem meiner Geräte, ich weiß nicht, ob das bei jeder Punkt-zu-Punkt verdrahteten Echolette ist, der Heizfaden für das magische Band wird hier tatsächlich von einer der Lämpchen abgenommen. Also wir haben ja vorhin gesehen, die Beleuchtung und die Röhrenheizung liegt parallel zueinander, also ist das eigentlich relativ egal. Und
Und hier ist tatsächlich einfach vermutlich, um die Kabel zu sparen und es kurz zu halten, die 6,3 Volt Heizung für das magische Band sind hier von einem der Lämpchen einfach weggenommen. Okay, jetzt schauen wir uns auch diesen ominösen Entbrummer an. Was macht der? Für was ist der gut? Ich habe ihn hier mal gelb eingezeichnet. Also das ist ein kleines Potentiometer oder ein Trimmer mit nur 200 Ohm, dessen Schleifer auf Masse gelegt ist. Und die beiden anderen Enden sind je mit einem Bein der Röhrenheizung verbunden, so wie wir es eben schon ausführlich dargestellt haben. Das ist nochmal der Entbrummer, aber reden wir doch erstmal darüber, von was für einem Brumm wir hier eigentlich sprechen, den der Entbrummer anscheinend vernichten soll. Nur mal 2 Ursachen, es gibt auch noch weitere, das ist auch wieder ein sehr weites Feld. Also 2 Ursachen, eine davon kann sein eine kapazitive Einkopplung über die Trafo-Primärwicklung oder eben EM-Felder, also elektromagnetische Felder um den Heizdraht herum. Also durch den Heizdraht fließt ja ein relativ hoher Heizstrom. Ja, und fließender Strom durch einen Draht erzeugt immer ein elektrisches Feld um den Draht herum. Und der kann natürlich in alles einkoppeln und einstreuen, was um die Heizleitung herum so liegt. Das kann jedes Bauteil sein, was nahe der Heizleitung liegt. Es kann aber natürlich auch die Kathode sein, weil die Heizleitung ist ja in der Röhre ziemlich nah an der Kathode dran und wenn da irgendein Brumm einkoppelt, dann hören wir den auch, ganz eindeutig. Ja, schauen wir uns mal an, was ich mit kapazitiver Einkopplung über die Primärseite meine. Also wir haben jetzt hier mal die einfache Darstellung eines Kondensators, deswegen kapazitiv, Kondensator. Das sind 2 Platten, die voneinander getrennt sind. Und es fehlt nicht viel Fantasie dazu, sich auch vorzustellen, dass auch bei so einem Trafo-Aufbau, wo hier auch 2 Seiten sind, die sich irgendwo gegenüberstehen, dass auch das sich so ähnlich wie ein Kondensator verhalten kann, also dass hier auch irgendwelche Ströme fließen könnten. Ja, wir reden hier eher nicht von 50 Hertz Anteilen oder 60 Hertz Anteilen in anderen Ländern des Netzstromes, also nicht unbedingt von der Netzfrequenz, aber wir reden hier durchaus von höherfrequenten Störungen, die ja heutzutage auch mehr denn je auf unserer Netzfrequenz drauf hocken. Und wenn diese Frequenzen auf unserem Netzstrom eine gewisse Höhe haben oder eine gewisse Frequenz haben, dann könnte das theoretisch schon sein, dass die kapazitiv direkt hier in der Primärseite, der Sekundärseite einkoppeln. Und was wir dann haben, ist ein Sekundärstrom, auf dem irgendwelche komischen Frequenzen draufhängen, die uns ein Brummen in allen möglichen Tonlagen im Gerät präsentieren könnten. Das wollen wir natürlich nicht. Die NG51 muss ich einwerfen, die hat aber außerhalb des Entbrummers für genau diese Art der Brummeinstreuung noch eine andere Lösung, nämlich eine Schirmwicklung im Trafo, die wir eben schon kurz angesprochen haben. Also wenn man sich das nochmal anschaut hier, und die Schirmwicklung ist eine Wicklung, die zwischen der Primär- und der Sekundärwicklung liegt. Ganz wichtig ist aber, die ist auf einer Seite nirgendwo angeschlossen und auf der anderen Seite liegt sie an Masse. Und alles, was hier nach drüben einkoppeln könnte, wird durch diese Schirmwicklung schon auf Masse runter oder abgeleitet. Ja, aber die andere Möglichkeit, sowas zu kompensieren, wäre theoretisch auch ein Entbrummer. Schauen wir uns jetzt aber doch mal die zweite Quelle an, gegen die der Entbrummer vorgehen muss. Wir haben jetzt mal hier unseren Trafo, Primärseite und Sekundärseite und es wird von hier nach dort eine Spannung induziert, unsere Heizwicklung. Ja, und mit Induktion ist es halt so, wenn man jetzt diese Sekundärwicklung, 6,3 Volt Wicklung nur so auslegt, dann ist die Verteilung von Elektronen in diesen beiden Drähten nicht immer gleich. Was heißt nicht immer gleich? Sie ist halt einfach nicht gleich. Sie unterscheidet sich sogar sehr stark voneinander. Also es könnte sogar sein, dass wir hier ein 0 Volt Potential haben und dort ein 6,3 Volt Potential und im nächsten Moment ändert sich das. Wichtig ist ja nur, dass wir zwischen diesen beiden Wicklungsenden eine Spannung von 6,3 Volt haben. Das ist erstmal die Funktion, die wir benötigen. Wenn jetzt aber hier die Stromverteilung oder die verteilten Ströme sich deutlich stark unterscheiden,
dann ist es natürlich so, dass sich die EM-Felder, die sich um diese beiden Drähte aufbauen, auch stark unterschiedlich sind. Das ist ein Problem. Warum? Das werden wir gleich noch sehen. Schauen wir uns erstmal an, was man dagegen machen kann. Also eine Möglichkeit wäre, dass wir auf der Sekundärseite bei dieser 6,3 Volt Wicklung eine Mittenanzapfung machen, die wir auf Masse legen. Wir haben jetzt also hier diese Wicklung auf ein definiertes 0 Volt Potential gelegt, genau in der Mitte. Und das sorgt dann dafür, dass sich diese 6,3 Volt ergeben aus induzierten Spannungen von 3,15 Volt hier oben und minus 3,15 Volt hier unten. Das ist das Prinzip von einer Mittenanzapfung, das kennt man ja auch von anderen Trafos. Man hat praktisch gespiegelte Spannungen Plus und Minus und die abgegriffene Spannung 6,3 Volt ist einfach dazwischen, weil es ist ja immer nur eine Potentialdifferenz. Wir müssen das ja nicht immer gegen 0 Volt haben, sondern wir können ja auch zwischen diesen beiden Drähten messen und da haben wir 6,3 Volt Unterschied. Ja, jetzt ist es nur so, dass es gar nicht so einfach ist, so eine Mittenanzapfung wirklich hundertprozentig genau auf die Mitte zu wickeln. Also dass hier wirklich beide Teilwicklungen absolut exakt identisch sind. Das ist nicht immer so zu erreichen. Und dann könnten wir auch wieder das Thema haben, dass die Spannungsverteilung in diesen beiden Enden nicht gleich ist. Ja, und dann haben wir auch wieder eine unterschiedliche Stromverteilung zwischen diese beiden Drähte. Und dann haben wir auch wieder das Problem, dass das EM-Feld, das sich um diese beiden Leitungen herum ausbildet, nicht gleich stark ist. Aber auch die Induktion funktioniert nicht unbedingt so, dass hier wirklich in beiden Teilen immer gleiche komplementäre Spannungen mit unterschiedlichen Vorzeichen induziert werden. Es kann immer winzige Unterschiede geben und das sorgt immer dafür, dass sich die EM-Felder, diese beiden Einzelleitungen, immer leicht unterscheiden. Ja. Und dagegen kann man jetzt Folgendes machen. Man legt diese Mittenanzapfung nicht einfach nur auf 0 Volt, sondern man kann diese Mittenanzapfung auch hier vorne rausnehmen und macht eine künstliche Mittenanzapfung, indem man zwischen diese beiden Seiten ein kleines Potentiometer setzt, dessen Schleifer man auf 0 Volt setzt. Der Vorteil ist jetzt, dass wir diese beiden Seiten über dieses Potentiometer symmetrieren können. Das heißt, wenn wir hier eine feste Mittenanzapfung reinwickeln, dann können wir daran nichts verändern. Wir können diese Mittenanzapfung nicht einfach nach oben oder nach unten schieben, so wie es uns passt. Aber wir können das in dem Fall schon, indem wir hier ein Potentiometer haben, was wir nach links und nach rechts drehen können. Und wir können kleine Unterschiede, die hier bestehen, so tatsächlich ausgleichen. So dass wir im Idealfall eben wirklich hier oben plus 3,15 Volt haben und dort unten minus 3,15 Volt. Der Sinn des Ganzen ist im Wesentlichen, dass wir um diese beiden Heizdrähte herum zwei gleich starke EM-Felder haben, die aber unterschiedliche Vorzeichen haben und sich damit komplett auslöschen im Idealfall. Damit das überhaupt funktionieren kann, müssen diese Leitungen aber immer ziemlich parallel zueinander liegen. Man hat früher die Heizleitung auch sehr nah an das Gehäuse gelegt, damit die EM-Felder grundsätzlich Richtung Masse schon abgeleitet werden. Wie diese Symmetrierung mit dem Enpromer-Poti genau funktioniert oder wie man sich das vorstellen kann, das gucken wir uns jetzt einfach mal in einer kleinen Simulation an. So, wir haben hier mal ein einfaches Modell eines Trafos mit Mittenanzapfung und hier haben wir auch noch ein kleines Lämpchen als Verbraucher dran. Und in einer idealen Welt wäre das so, dass wirklich, wenn man hier oben und in dem unteren Bein die Spannung misst, dass die exakt identisch sind, nur eben phasenverschoben beziehungsweise mit einem anderen Vorzeichen. Das ist die Idealvorstellung. Ich habe jetzt aber mal auf ein Bein einen kleinen Widerstand eingefügt, um mal eine gewisse Asymmetrie dieser Strecken hier zu simulieren. Wie gesagt, die Asymmetrie kann dadurch zustande kommen, dass vielleicht diese Mittenanzapfung nicht wirklich genau in die Mitte reingewickelt ist. Sie kann aber auch einfach von anderen Sachen kommen. Also wir haben ja hier auch Röhren,
Diese Doppeltrioden, die wir in der Echolette NG51 haben, da muss der Heizfaden von Pin 4 zu Pin 9 oder von Pin 5 zu Pin 9, der muss nicht immer exakt gleich lang sein. Es kann dort auch von der Produktion her zu gewissen Unterschieden kommen, sodass der Weg vielleicht auf einer Seite länger ist, und das haben wir hier mit einem kleinen Widerstand simuliert. Und dann sehen wir, dass sich diese Spannungen in den verschiedenen Beinen schon deutlich ändern. Das heißt, die elektrischen Felder um diese Leitungen könnten sich hier jetzt überhaupt nicht mehr ausgleichen, weil sie einfach nicht mehr gleich stark wären. Naja, und da käme jetzt unser Entbrummer ins Spiel. Ich habe jetzt hier mal beispielhaft sowas da eingebaut, und wenn wir den Trimmer etwas verstellen, dann sehen wir auch, wie sich die Teilspannungen in den verschiedenen Beinen verändern. Und wir können das auf die Extreme setzen, oder eben wir richten das Ganze so aus, dass wir hier symmetrische Spannungen tatsächlich in den Teilbeinen haben. Das ist im Großen und Ganzen die Idee hinter dem Entbrummer. Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick auf das Thema Gleichrichtung. Auch hier werden wir uns eine kleine Simulation anschauen, um das Ganze etwas besser einordnen zu können. Aber zunächst werfen wir mal einen kurzen Blick auf die einzelnen Komponenten, Bauteile der Gleichrichtung. Schauen wir uns mal 3 Protagonisten der Gleichrichtung und Glättung etwas genauer an. Hier einmal 2 der Becherkondensatoren und da der Selen-Brückengleichrichter. Mit dem fangen wir jetzt mal genauer an. Ja, nicht selten verbaut war dieses Modell von Semikron. Hier schauen wir uns mal die Beschriftung an, B300 C70. Das bedeutet B Brückengleichrichter und 300 ist die maximale Spannung, die das Bauteil vertragen kann in Volt. Also das ist ein Brückengleichrichter, der bis 300 Volt vertragen kann. Und C70, das ist der maximale Strom, der über diesen Brückengleichrichter laufen kann. Also C Current, und die 70 bedeutet 70 Milliampere. Ja, ansonsten hat dieser Brückengleichrichter alles, was man auch von moderneren Silizium-Brückengleichrichtern kennt. Wir haben 2 Anschlüsse für die Wechselspannung, und dann haben wir hier 2 Anschlüsse, um die gleichgerichtete Spannung abzugreifen. Was man hier auch noch sehen kann, der Anschluss Plus für die gleichgerichtete Spannung, der ist rot markiert. Ne? Man kann das jetzt hier nicht so richtig genau sehen. Ja, diese Selen-Gleichrichter, die gibt es heutzutage so nicht mehr. Ich habe mal einen defekten aufgemacht. Wir schauen mal ganz kurz rein, wie die aussehen. Hier ist übrigens die rote Markierung des mit Plus gekennzeichneten Anschlusses. Da ist so ein rotes Stück Plastik drin, und bei allen anderen ist das schwarz. Man kann es bei den Lichtverhältnissen hier bei der Aufnahme nicht richtig sehen. Ja, ansonsten dieser Gleichrichter besteht aus 4 Kontakten. Die sind so da reingelegt. Dann haben wir hier Federn auf jedem dieser Pakete. Und da ist tatsächlich in jedem von diesen Karrees ist ein Paket aus Platten drin. Ich nehme das mal vorsichtig raus. Ja, und das sind tatsächlich, ist das ein Stapel kleiner Plättchen, die unter anderem mit Selen bedampft sind, und das sind praktisch Halbleiterplättchen. Ja, man sieht auch hier ein paar davon, die kleben ein bisschen zusammen. Ja. Also, da haben wir das auch mal genauer gesehen. Ja.
Und hier, wie gesagt, das ist einfach nur draufgesetzt und das wird halt von diesem Paket dann richtig stramm aneinander gedrückt, normalerweise. So. Da kommt dieser rote Marker rein am Pluspol. Ja, und dann haben wir hier noch eine Folie drüber und eben dieser Deckel hier, der ist vernietet, so dass das ganze Paket hier richtig stramm zusammengehalten wird. Ja, das Problem bei diesen Selen-Gleichrichtern, die gehen natürlich auch mal kaputt. Solche Gleichrichter werden nicht mehr hergestellt, das ist sehr selten geworden. Und wenn man die austauschen möchte, geht das natürlich. Auch ein Silizium-Gleichrichter beherrscht natürlich wunderbar die Technik der Gleichrichtung. Allerdings mit ein paar Unterschieden. Und zwar diese Gleichrichter haben einen relativ hohen Spannungsabfall. Das kann schon mal 20 Volt sein. Und solche moderneren Silizium-Gleichrichter haben einen Spannungsabfall von sehr wenigen Volt. Und deswegen wird man die nicht immer gegeneinander austauschen können, weil dann einfach die Spannung nach dem Gleichrichter noch zu hoch ist. Und das wären dann ja in dem Beispiel 20 Volt höhere Anodenspannung und das muss man im Einzelfall schauen, ob das Probleme macht oder ob das grundsätzlich kein Problem ist. Ja, wenn es denn Probleme machen sollte und man muss es gegen einen Silizium-Gleichrichter oder auch vielleicht auch nur gegen 4 Siliziumdioden austauschen. Ich blende das mal ein, was man da machen kann. Im Prinzip muss man zwischen den Anschluss und den Kondensator, der danach folgt, in Widerstand löten, der eben diesen Spannungsunterschied in Wärme umwandelt, sodass man trotz eines Gleichrichters, der einen weit niedrigeren Spannungsabfall hat, am Kondensator dann keine höhere Spannung anliegen hat. Statt so einem Siliziumbrückengleichrichter ist es auch möglich, einfach 4 Dioden zu nehmen, zum Beispiel die 1N4007. Die hält bis zu 1 Ampere aus. Die wird sehr gerne verwendet, auch in alten Radios, um eben den Gleichrichter zu ersetzen. Und wie gesagt, das Thema mit dem Widerstand, den man noch zwischen Plus und dem nachfolgenden Glättungskondensator setzt, da blende ich jetzt auch mal ein Bild ein. Das habe ich im Internet gefunden. Da hat es jemand geschafft, diese Komponenten tatsächlich in das Gehäuse von so einem alten Selen-Gleichrichter einzubauen. Und das wird nicht immer funktionieren. Das Modell hier ist relativ klein. Aber ich finde es trotzdem eine coole Idee, weil man da natürlich die alte Optik komplett erhält und auch keinen größeren Platzbedarf hat. Ja, jetzt schauen wir uns mal die beiden Kondensatoren an. Wir haben hier einen aus einer Schlacht-Echolette und ich glaube fast, dass der vermutlich auch gar nicht original war, sondern schon mal getauscht wurde. Das Modell stammt, man sieht es an den Schlangen, vom Hersteller Hydrawerk. Und hier stehen ein paar Sachen drauf, die wir uns mal kurz angucken wollen. Einmal steht da Elytrau. Also das ist ein bipolarer Elektrolytkondensator Rau. Rau bedeutet, dass die Anode, also die Anodenfolie des Kondensators chemisch aufgeraut worden ist, um die Oberfläche zu vergrößern. Und eine größere Oberfläche bedeutet auch eine höhere Kapazität. Das heißt, mit den rauen Kondensatoren kann man die gleiche Kapazität auf einen etwas kleineren Formfaktor runterdrücken. Ja, wir haben hier 50 plus 50 Mikrofarad. Das liegt daran, dass dieser Becher tatsächlich 2 Kondensatoren beinhaltet und der Pluspol vom ersten ist hier, der Pluspol vom zweiten ist da und der gemeinsame Minuspol liegt hier am Gehäuse. Das können wir uns auch mal etwas genauer anschauen. Das sind ja Schraubkondensatoren, das heißt, die werden von innen festgeschraubt. Und wir haben hier einmal diese
Mutter. Darunter findet sich eine Federscheibe. Die ist dafür da, um das Ganze auf Zug zu halten, damit sich da nichts löst. Das ist einfach nur eine gewählte Metallunterlegscheibe. Dann haben wir, also das ist jetzt beides von innen, das ist im Gerät und das hier ist jetzt außen. Da haben wir einmal hier einen Isolator und da haben wir einen Metallring, der Gehäusekontakt hat. Und hier ist praktisch der Minuspol, da wird der Minuspol angelötet. Also Minus am Gehäuse und hier die beiden Pluspole der beiden Kondensatoren, die hier in diesem einen gemeinsamen Gehäuse drin sind. Ja, das messen wir gleich auch mal nach, ob der tatsächlich noch 50 Mikrofarad anzeigt. Jetzt gucken wir uns hier mal andere Sachen an. Hier oben haben wir Anwendungs-KLL HSF. Da sieht man es etwas genauer. Also das ist eine Anwendungsklasse HSF. Und diese drei Bezeichnungen stehen für die untere Grenztemperatur, bei der man diesen Kondensator noch verwenden kann. Das ist der erste Kennbuchstabe. Der zweite ist die obere Grenztemperatur. Und der dritte Kennbuchstabe ist die zulässige Feuchtigkeitsbeanspruchung. Und für diese drei Werte gibt es eben Buchstabencodes. Und H für die untere Temperatur bedeutet minus 25 Grad. S für die obere Temperatur bedeutet plus 70 Grad. Und das F für die relative Luftfeuchte, bei der dieser Kondensator benutzt werden kann, das ist etwas komplizierter. F steht im Prinzip die Höchstwerte im Jahresmittel, so 75% Luftfeuchtigkeit, und dann gibt es noch etwas höhere Werte für 30 Tage am Stück. Darf er, glaube ich, sogar 95% aushalten. Also man kann diesen Kondensator letztlich im Winter draußen und im Dschungel auch noch verwenden. Das ist überhaupt kein Problem. Also der ist für alles in unseren Breiten bestens geeignet. Ja, die nächste Angabe ist 350/385 Volt. Diese beiden Angaben beziehen sich darauf, 385 würde er noch aushalten, aber für den normalen Betrieb ist 350 die Höchstspannung, an der er betrieben werden kann. Aber das würde er gerade noch aushalten, danach ist er hinüber. Ja, jetzt schauen wir uns mal an, was der hier noch für eine Kapazität hat. Wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass der schon mal getauscht worden ist. Der ist nämlich etwas neuer als der andere, meine ich. Ja, dafür nehmen wir mal den Kapazitätsprüfer. Stellen den mal auf den Bereich bis 200 Mikrofarad ein. Ja, 58 bis 59 Mikrofarad. Und die andere Seite sind wir auch etwa beim gleichen Wert. Ja, also diese Kondensatoren haben ja auch Toleranzen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die bei dem liegt. Es ist ja oft, bei den ganz alten Elektrolytkondensatoren haben wir minus 20 bis plus 50%. Also der hier erfüllt, denke ich, noch einigermaßen die Werte, die da auch außen drauf stehen. Also ich denke, den könnte man noch benutzen. Schauen wir uns mal den zweiten an. Der ist von einem anderen Hersteller, Löwe Opta Kronach. Und hinten sehen wir einen bekannten Namen, Valvo. Ja, da steht im Prinzip das gleiche drauf. Also Elco 50 plus 50 Mikrofarad, Spannungsfestigkeit 350 im Dauerbetrieb und Spitzen bis zu 385. Und wir haben da auch wieder unsere, naja, hier steht minus 20 plus 70 Grad und minus am Gehäuse. Also der ist im Prinzip von den Werten exakt das gleiche wie der andere, auf dem aber Rau steht. Und man sieht auch, der Raue ist deutlich kleiner. Was man an diesem großen Kondensator aber auch sieht, ich hoffe, man kann das auf dem Bild sehen,
der ist schief. Das heißt, er steht auf der Seite höher raus, man sieht das da. Und das ist natürlich schon ein schlechtes Zeichen, wenn die Kondensatoren in sich schief sind. Das sieht mir fast so aus, als ob der sich hier schon rausdrückt. Und mal gucken, ob wir da irgendwas an den Werten auch erkennen. Also schließen wir das auch mal wieder an. Messen wir mal die erste Seite. Ui, da messe ich nur noch 16 Mikrofarad. Und hier, na komm. Ja, 17 Mikrofarad, okay. Also der sieht nicht nur seltsam aus, der ist auch komplett hinüber, der hat fast seine komplette Kapazität verloren. Ja, das war mal ein Blick auf die Kondensatoren und den Gleichrichter. Diese hier lassen sich theoretisch auch austauschen. Das einzige Problem ist, also 50 Mikrofarad Kondensatoren gibt es natürlich heute auch noch. Allerdings müsste man auf engstem Raum, wenn man die einzeln nimmt, natürlich da 4 Stück unterbringen. Und das ist natürlich grundsätzlich ein Problem. Also es gibt auch noch solche Becherkondensatoren zu kaufen. Den Link werde ich auch mal unten in die Beschreibung reinsetzen. Nicht mehr unbedingt zum Schrauben hier unten. Da muss man sich unter Umständen eine andere Sache überlegen, wie man das festmacht. Aber was den Platzbedarf anbelangt, sind diese Becher-Doppelkondensatoren natürlich das Einzige, was man da irgendwie sinnvoll reinbauen kann. Weil viel Platz ist ja nicht. Ja, wir schauen uns jetzt hier in der ganz einfachen Simulation nochmal ein paar Grundlagen an, was die Glättung und Filterung nach der Gleichrichtung angeht, um uns einfach nochmal ins Gedächtnis zu rufen, warum da diese verschiedenen Bauelemente in der NG51 drin sind und was die eigentlich genau tun sollen und wo da auch die Logik liegt, wie sie angeordnet sind. Ja, fangen wir mal an. Also wir haben jetzt hier eine Wechselspannungsquelle, Amplitude 115 Volt, einfach mal für diesen Test, 50 Hertz Frequenz. Auf der rechten Seite haben wir ein Messinstrument, um uns das Ergebnis dieser Gleichrichtung anzuzeigen oder besser gesagt, wie diese Spannung, die hier anliegt, genau aussieht. Wir haben einen kleinen Verbraucher. Das ist hier eine Glühlampe. Das hilft uns schon zu erkennen, ob wir wirklich noch eine große Restwelligkeit haben, weil dann flackert die Lampe. Oder ob wir es schon mit einer perfekten Gleichspannung zu tun haben, dann flackert die Lampe nicht mehr. Und wir haben hier 4 Dioden, die in der Art eines Brückengleichrichters angeordnet sind. Ja, jetzt schmeißen wir das System mal an. Und wir erkennen schon, dass die Spannung nach der Gleichrichtung noch eine sehr große Restwelligkeit hat. Also das ist noch keine Gleichspannung. Und das Instrument zeigt uns hier an, wir haben eine Frequenz von 100 Hertz. Ist klar, weil die unteren Halbwellen sind ja nach oben geklappt worden, also die Periodizität hat sich verdoppelt. Und wir sehen hier, wir haben einen Spannungsspitzenwert von 114 Volt und ein Spannungsminimum von 8,93 Millivolt. Das heißt, wir haben hier noch eine ziemlich große Restwelligkeit drin und die müssen wir jetzt rausbekommen. Weil für eine Anodenspannung ist natürlich sowas überhaupt nicht geeignet, das wäre ein ganz fürchterliches Brummen. Ja, und wie machen wir das? Es geht jetzt erstmal so los, dass wir einen Kondensator als Glättungskondensator hinzufügen und das machen wir jetzt mal. Ja, ein 50 Mikrofarad Kondensator, also praktisch eine Hälfte unseres Becherkondensators. Und wie wir sehen können, die Lampe flackert zwar nicht mehr, aber eine gewisse Restwelligkeit ist noch da. Die Vorkommastellen von Maximum und Minimum sind schon gleich, also 113 Volt, leichter Spannungsabfall.
Aber das Ganze fluktuiert noch um immerhin 330 Millivolt und das wäre als Anodenspannung auch noch nicht unbedingt ideal. Das müssen wir noch viel glatter bekommen. Wie macht man das? Ja, wir könnten den Grad der Restwelligkeit durchaus noch etwas verbessern, indem wir die Kapazität dieses Kondensators erhöhen. Wir merken uns mal hier oben 330 Millivolt und wir machen jetzt hier mal einen viel, viel größeren Kondensator rein und schauen mal, was da passiert. Ja, es ist schon deutlich weniger geworden. Das Problem ist aber, ein größerer Kondensator hat auch einen größeren Ladestrom und das ist immer eine Berechnungs- oder Abwägungssache, denn diesen Ladestrom muss ja unser Brückengleichrichter liefern. Und wir haben ja vorhin gesehen, der hat einen Maximalstrom, den er liefern kann. Und der sollte nicht überschritten werden. Deswegen kann man diese Restwelligkeit nicht alleine dadurch reduzieren oder wegbekommen, dass man hier einfach einen riesigen Kondensator reinsetzt, sondern das muss man ein bisschen anders machen. Und dieses anders sieht in der Regel so aus, dass man jetzt nach diesem Glättungskondensator noch ein paar Filterglieder einsetzt. Und das machen wir jetzt mal. Ja, wir haben jetzt hier einen Filter hinzugefügt. Vom Aufbau ist schon erkennbar, das ist ein Tiefpass erster Ordnung. Mit einem Widerstand 1 Kiloohm und ebenfalls wieder einem 50 Mikrofarad Kondensator. Wir haben jetzt hier praktisch unseren ersten Becherkondensator zusammen. Und wie wir sehen können, ist jetzt die Restwelligkeit auch sehr, sehr gering geworden. Wir sind nur noch bei 8,26 Millivolt und das ist schon gar nicht schlecht. Wieder ein kleiner Spannungsabfall über diesem Widerstand. Das ist auch normal, das muss man auch einberechnen. Aber das geht noch viel besser. Und zwar, indem man einfach noch einen zweiten Tiefpass reinsetzt. Auch wieder ein 50 Mikrofarad Kondensator und ein 10 Kiloohm Widerstand. Und bei der Echolette, wir erinnern uns, wir haben ja 2 Doppelkondensatoren, bei der Echolette kommt tatsächlich sogar noch ein weiteres Filterglied, das ich jetzt hier aus Platzmangel weglassen muss. Das ist der Nachteil dieser einfachen Simulationssoftware. Ich habe nur diesen Platz und ich könnte es natürlich auch ein bisschen anders anordnen, aber dann wird es auch wieder unübersichtlich. Aber das soll uns mal reichen, um das Prinzip zu erklären. Und wenn diese Kondensatoren sich gleich aufgeladen haben, dann können wir mal schauen, was hier die verbliebene Restwelligkeit ist. Ja, wir sehen jetzt hier, die Restwelligkeit ist in einem sehr niedrigen Mikrovoltbereich angekommen. Wir haben natürlich noch einen weiteren Spannungsabfall über diesen Filtergliedern, aber das muss man halt einberechnen. Ja, also wie kann das jetzt sein, dass diese Filter die Restwelligkeit wegbekommen? Diese Filter, diese Tiefpässe, wie der Name schon sagt, haben eine Grenzfrequenz und es passiert nur, was unterhalb dieser Grenzfrequenz liegt. Ich werde die hier gleich nochmal einblenden, wo diese Frequenz jeweils liegt für dieses Filter und dieses Filter. Ja, wir werfen jetzt noch mal einen ganz kleinen Blick auf das Schaltbild. Ich möchte noch mal zeigen, wie wichtig die spezielle Anordnung der Glättung und der Filterglieder nach der Glättung ist. Also wir haben jetzt hier unseren Brückengleichrichter, wir haben da den Glättungskondensator, wir haben hier unseren 1 Kiloohm Widerstand und praktisch mit diesem Kondensator unseren ersten Tiefpass. Hier ist der 10 Kiloohm. Und er gibt hier einen zweiten Tiefpass und da haben wir nochmal einen 22K, der mit diesem letzten Kondensator den dritten Tiefpass zur Filterung der Restwelligkeit ergibt. Und die Anordnung ist nicht ganz zufällig, denn nach diesem allerletzten Filter wird ja praktisch die Anodenspannung für die Eingangsröhren bereitgestellt und für die Röhren des Wiedergabeverstärkers. Und wir reden hier ja von Kleinstsignalen, die deswegen natürlich auch sehr, sehr stark verstärkt werden.
Und jeder Brumm, der hier noch da ist bei der Anodenspannung, wäre da sehr hinderlich und den würde man sehr, sehr laut hören. Und deswegen bekommen diese Röhren ihre Spannungsversorgung ganz am Ende der Glättung. Und nach vorne hin wird es nicht mehr ganz so wichtig. Da kann man praktisch auch alle anderen versorgen. Aber das ist sehr wichtig, dass am Ende der Siebkette diese Röhren stehen, die die kleinsten Signale verstärken und die auch eine sehr steile Verstärkung haben. Abschließend wollen wir uns eine kleine Sache nochmal anschauen. Wir haben ja vorhin gesehen, dass einer unserer Becherkondensatoren fast seine komplette Kapazität verloren hat. Und die Frage ist, würde man denn das jetzt merken? Der hat ja nur noch 17 Mikrofarad gehabt. Und würde man denn das jetzt überhaupt merken im laufenden Betrieb, dass das Ding eigentlich hinüber ist? Ja, wir können es uns ja mal anschauen, was passiert in der Simulation, wenn wir jetzt hier von 50 Mikrofarad auf 17 runtergehen. Schauen wir uns das mal an. Wir haben ja hier unsere Restwelligkeit genau im Auge. Ja, wir sehen, dass der Wert immer noch sehr, sehr niedrig ist. Also es hat sich nicht in einer Art und Weise verändert, dass es jetzt wirklich katastrophal schlechter ist, obwohl dieser Kondensator ja fast seine komplette Kapazität verloren hat. Man sieht trotzdem noch, das Ergebnis ist gar nicht so wahnsinnig schlimm. Es ist die Frage, ob man das merken würde, dass dieses Bauteil eigentlich hinüber ist. Vielleicht hängt es auch einfach ein bisschen davon ab, an welcher Stelle der Siebkette der kaputte Kondensator sitzt. Wir wollen mal schauen, was passiert, wenn wir den Glättungskondensator auf so einen niedrigen Wert setzen. Ja, auch hier zeigt sich, dass das Ergebnis nicht katastrophal schlechter ist. Aber wir haben ja jetzt die ganze Zeit auch nur einen Kondensator mit einem schlechten Wert ausgestattet. Machen wir es doch einmal so, wie es in Realität bei diesem gemessenen Kondensator war, dass einfach beide Hälften in gleicher Weise schlecht sind. Setzen wir den auch mal auf 16,5. Ja, da sieht man, da ist der Wert jetzt natürlich schon erheblich schlechter, aber wir sind immer noch im Mikrovolt-Bereich. Ja, und da stellt sich natürlich schon die Frage, ich habe da auch keine abschließende Antwort, weil ich es nicht aus Eigenversuch kenne, wie viele von den Echoletten eigentlich mit vollkommen kaputten Kondensatoren durch die Welt spielen. Denn man sieht sie ja meistens tatsächlich noch mit ihren Original-Becher-Kondensatoren. Und selbst wenn diese Werte sehr, sehr schlecht sind, scheint da noch genug Spielraum zu sein, um immer noch eine ziemlich glatte Spannung rauszubekommen. Also es ist auf jeden Fall spannend. Würde mich mal interessieren, was ihr so bei euren Kondensatoren für Werte messt. Ja, ich hoffe, ihr seid bis zum Schluss dran geblieben. Ich bedanke mich, dass ihr dieses Video angeschaut habt und hoffe, euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu können. Über eure Kommentare, vielleicht auch Einwände, vielleicht liege ich irgendwo ganz falsch, würde ich mich sehr freuen. Deswegen kommentiert gerne, ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal, tschüss!